Interessant, wenn man hier mal reinschaut, was da ganz unten zu finden ist, das hätte ich gar nicht gedacht. Der Boden, der ist offen sozusagen, also der ist durchlässig. So wahrscheinlich, dass hier auch das Wasser abfließen kann, wenn es mal stürmisch wird oder ganz viel Regen, dass es sickerfähig wird, also dass da was durchgeht. Weil ja, wenn sich das Wasser da stauen würde in so einem Hochbeet, dann hätte man wahrscheinlich ein Problem. Eigentlich ist es doch auch so in unserem Leben. Was wir erleben, gerade auch wenn Stürme über uns hinweggehen, also wenn wir herausfordernde Situationen haben, einen Streit oder was auch immer, dann ist es ja auch so, dass es eigentlich sich nicht da unten in uns drin, also in unserem Unterbewussten, stauen sollte. Aber manchmal ist es ja schon so, da drücken wir das einfach runter. Und wie beim Hochbeet haben wir dann aber ein Problem. Ich finde, man merkt es auch manchmal bei Menschen, oder vielleicht kennt ihr das auch, also wenn jemand sehr viel kritisiert oder nörgelt oder so oder irgendwie unruhig ist oder so verbittert, dann kann es auch sein, dass das so unverarbeitete Eindrücke sind, die jemand irgendwie noch nicht losgeworden ist. Und dann sind wir innerlich sehr unruhig und es beschäftigt uns. Wie können wir da in unser inneres Gleichgewicht kommen? Ganz im Moment leben und sich nur mit dem beschäftigen oder sich darauf konzentrieren, was man gerade tut. Nicht ständig nach Ablenkung suchen, sondern bewusst ruhig werden. Das ist gar nicht so einfach, aber es geht. Und da gibt es ein paar Schritte, die wir gehen können. Das erste wäre zum Beispiel, diese kleine Maschine bewusst mal weglegen, damit unsere Aufmerksamkeit nicht die ganze Zeit blockiert ist. Und dann einfach nur mal still sein und den Fokus von außen auf das Innen legen. Ja, was war los? Was kommt mir da sofort in den Sinn? Wo gab es Stress und warum? Und dann fällt sofort der letzte Konflikt wieder ein, den wir eigentlich so schön verdrängt haben. Der ist schon ganz nach unten in uns abgesunken, in unser Unterbewusstsein. Und jetzt, wenn es ruhig wird, dann kommt er wieder hoch und tut wieder weh. Ja, das ist nicht so angenehm und davor haben wir auch oft Angst, dass es wieder weh tut. Gehirnforscher haben herausgefunden, dass beim Erleben von Zurückweisungen zum Beispiel die gleichen Zentren im Gehirn aktiviert werden wie beim Empfinden von Schmerz. Das bedeutet, dass unser Alarmsystem nicht nur bei körperlichen Verletzungen anschlägt, sondern auch bei seelischen, also inneren. Und darum verdrängen wir das lieber. Das ist ja auch ein echter Schutzmechanismus. Nur, wenn es dabei bleibt, dann kann es eben nicht heilen. Wenn wir also frei werden wollen davon, von den Dingen, die uns zum Beispiel verletzt haben, führt uns wohl kein Weg daran vorbei, ein bestimmtes Erlebnis in einer ruhigen Minute hochkommen zu lassen und es mutig und ohne Angst nochmals anzuschauen und uns dem einfach zu stellen, auch wenn es weh tut, und dann damit umzugehen. Das heißt, es auch irgendwie zum Ausdruck zu bringen, es aus uns herauszubringen sozusagen. Und allein das Aussprechen kann schon helfen. Was mir persönlich hilft, das ist, wenn ich male. Also ich versuche Dinge auch im Malen zu verarbeiten. Da ordnet und klärt sich was auch in mir und der Schmerz, der wird gemildert und klingt langsam ab. Und es kann dann dadurch auch heilen. Ein prominentes Beispiel, wie jemand auch eine Zeit lang gebraucht hat, um was zu verarbeiten, war ja Herbert Grönemeyer.
In einem Jahr ist sein Bruder gestorben und dann seine Frau. Und er hat ja erst mal über ein Jahr, glaube ich, gebraucht, um überhaupt wieder künstlerisch tätig zu sein. Und dann hat er aber genau diesen Schmerz in seinen Liedern verarbeitet. Und da er ein neues Album rausgebracht, Mensch. Und diese Single, die ist, glaube ich, die bisher erfolgreichste gewesen. Also das war dann eben auch sehr tief und sehr authentisch, wie er das verarbeitet hat. Ja, mir hilft es zum Beispiel sehr, dass ich einfach Dinge auch aufschreiben kann. Das ist so ähnlich für mich dann auch wie ja, so Ordnung reinbringen in die Gedanken, so ähnlich wie ein Zimmer aufräumen oder so. Und es hat wirklich ja fast therapeutischen Wert. Also da wird man die Dinge auch los. Verarbeiten, das bedeutet eben, Licht auch auf eine Sache fallen zu lassen oder sie ins Licht zu heben. Und Pater Kentenich sagt einmal, dass uns nichts so frei macht, wie das ganz ungeschminkte Anschauen dieses dunklen Abgrundes in uns. Ob es verursacht wurde durch andere oder auch durch unser eigenes ungutes Verhalten. Und der Pater Kentenich, der sagt sogar, wir sollen darin schwimmen, in diesem Meer der eigenen Erbärmlichkeit, uns sagen, so bin ich, oder? Das habe ich auch erlebt. Und dann sollen wir dieses Meer der Erbärmlichkeit ausmünden lassen ins Meer der Erbarmungen Gottes. Wir legen das also einfach vor Gott, unseren Vater, hin und zeigen ihm alles und lassen uns von ihm umarmen, uns wieder annehmen von ihm. Wir stellen uns vor, wie er zu uns sagt, und jetzt komm. Und dann wird es richtig schön. Wir schwimmen sozusagen in seiner Liebe. Und das zu lernen, das ist für unser Leben ganz grundlegend. Dann wird dieser Zerbruch oder diese Bruchstelle in uns wie so ein Durchbruch sozusagen also ein Tor für das Licht und eine Einbruchstelle für die Gnade. Und wenn das gelingt, diese Reinigung von unserem unterbewussten Seelenleben, dann bleibt es für unser ganzes Leben. Und wir werden frei von so vielen Komplikationen. Dann werden wir in der Tiefe durchlässig für das Licht und für die Liebe Gottes. Und das ist der beste Boden für blühendes Leben, dass wir weiter wachsen. Und das wünschen wir euch und das wünschen wir uns von ganzem Herzen.